Heute lernst du, wann du ein Adjektiv groß schreiben musst, wann du Adjektive als Nomen benutzt und ich zeige dir jede Menge Wörter, von denen du dir sicher bisher nicht bewusst warst, dass das eigentlich Adjektive sind. Hallo, mein Name ist Dian und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal, da zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert. Immer einfach, kompakt und für jeden verständlich. Heute erkläre ich dir, wann du ein Adjektiv groß schreiben musst. Normalerweise müssen ja nur die Nomen groß geschrieben werden, aber es gibt auch einige Fälle, wo das Adjektiv groß geschrieben werden muss. Und zwar immer dann, wenn es als Nomen benutzt wird. Ja, du kannst Adjektive auch wie oder als ein Nomen benutzen. Und zwar immer dann, wenn das Nomen, was eigentlich hinter dem Adjektiv stehen würde, allgemein bekannt, offensichtlich oder abstrakt ist. Was genau das bedeutet, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Das habe ich dir gerade eben erklärt. Schauen wir uns also ein paar Beispiele an, um es etwas verständlicher zu machen. Als erstes haben wir: Ein fremder Mann klingelt an der Tür. Du kannst da genauso gut sagen: Ein Fremder klingelt an der Tür. Denn dieses Mann hier ist offensichtlich oder einfach nicht wichtig, denn wir wissen, ein Fremder. Das Mann hier kann weggelassen werden. Und dann siehst du hier, hast du das Adjektiv und wenn du das Mann weglässt, dann wird dieses Adjektiv hier groß geschrieben, denn dieses Fremder beschreibt jetzt eine Person. Und alles, was eine Person beschreibt, muss groß geschrieben werden, denn es ist dann ein Nomen. Genauso hier bei: Ein obdachloser Mensch schläft auf der Straße. Ich denke, hier ist es noch offensichtlicher, denn das Wort Mensch kann man immer irgendwie weglassen. Es ist immer offensichtlich. Wenn man über eine Person redet, dann ist das ein Mensch. Und dementsprechend wird hier das Mensch auch sehr häufig weggelassen, außer man möchte es ausdrücklich betonen. Und dementsprechend hier, das kennst du wahrscheinlich schon, ein Obdachloser schläft auf der Straße. Das ist ein Adjektiv, das dann groß geschrieben wird, wenn das Nomen hier hinten weggelassen wird. Und je nach Fall muss hier hinten auch die Endung anders sein. Das hängt ganz einfach von der Adjektivdeklination ab. Zum Beispiel: Einen obdachlosen Menschen solltest du helfen. Da hättest du: Einen Obdachlosen solltest du helfen. Da ändert sich die Endung hier hinten ganz einfach, weil das Adjektiv Deklination ist. Aber du musst das O vom Adjektiv groß schreiben, da es hier jetzt als Nomen auftritt und das eigentliche Nomen Mensch weggefallen ist. Schauen wir uns hier nochmal kurz den Vergleich oder die allgemeine Bildung an. Normalerweise machst du es immer so: Sandra hat wieder einen neuen Freund. Also einen neuen Freund, Artikel plus Adjektiv oder Partizip plus das Nomen. Und dieses Nomen kannst du aber auch wegfallen lassen, solange es offensichtlich, allgemein bekannt oder auch teilweise abstrakt ist. Was abstrakt ist, gebe ich dir gleich noch zwei Beispiele, aber grundsätzlich allgemein bekannt oder offensichtlich sind in der Regel die Nomen Mensch, Mann und Frau. Diese werden sehr häufig weggelassen, aber grundsätzlich funktioniert das mit allen Nomen, solange sie offensichtlich oder allgemein bekannt in der jeweiligen Situation sind. Hier haben wir ein paar Beispiele, die du bestimmt schon kennst. Das sind alles Adjektive als Nomen. Aus alt wird der Alte, arbeitslos der Arbeitslose. Interessant sind auch noch die zwei Abstrakte hier. Aus böse wird das Böse. Hier lässt du nicht wirklich Mensch, Mann oder Frau weg, sondern hier beschreibt das etwas Allgemeines, denn das Böse kannst du nicht anfassen, aber denk immer dran, Nomen sind alle Dinge, die du anfassen kannst und auch alle Dinge, die abstrakt sind, wie zum Beispiel der Himmel, den kannst du auch nicht anfassen, auch das ist etwas Abstraktes und aus dem Adjektiv böse wird dann auch das Böse. Du könntest hier zum Beispiel auch Mensch oder Mann weglassen, dann wäre es aber der böse Mann oder die böse Frau.
Dasselbe hier bei gute. Das ist genauso abstrakt. Und die Endung hier bei all diesen Adjektiven ändert sich entsprechend der Adjektivdeklination. Und das muss dann auch, wenn sie als Nomen benutzt werden und dann alle groß geschrieben werden, auch da muss die Endung weiter angepasst werden. Auch Partizipien hast du ja in meinem letzten Video gelernt. Partizipien können als Adjektive benutzt werden und dementsprechend können sie auch als Nomen benutzt werden. Hier zum Beispiel anwesend, als Nomen der Anwesende, Klammer Mensch, abwesend, der abwesende Mensch, reisend, der reisende Mensch und so weiter. So, ich glaube, auch du warst überrascht zu sehen, welche Wörter denn eigentlich ein Adjektiv als Ursprung haben. Wenn du das noch üben möchtest, dann empfehle ich dir, hier mal in meine Akademie reinzuschauen, denn da findest du Übungen zu allen Videos, die ich hier auf YouTube veröffentliche und zusätzlich auch noch Online-Kurse und komplette E-Books inklusive dem, was ich hier für diese Lektion benutzt habe. Ansonsten hoffe ich, du hast heute wieder viel gelernt und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.